Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Aufklärung jetzt. Für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt. Eine Verteidigung von Steven Pinker ist ein provokantes und zugleich inspirierendes Werk, das sich der Verteidigung der Werte und Prinzipien der Aufklärung verschreibt. Pinker, ein renommierter Kognitionswissenschaftler und Bestseller-Autor, analysiert, wie menschlicher Fortschritt eng mit den Idealen der Aufklärung, Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschrittsglaube verbunden ist. Mit einer beeindruckenden Fülle an historischen Daten, Fakten und Statistiken präsentiert er eine optimistische Sicht auf die Entwicklungen der Menschheit, insbesondere in Bezug auf Lebensqualität, Wohlstand, Gesundheit und Gewaltreduktion. Gleichzeitig setzt sich das Buch kritisch mit gegenwärtigem Pessimismus, Kulturkritik und populären Mythen auseinander, die behaupten, die Welt befinde sich in einem Zustand stetiger Verschlechterung. Pinkers Argumentation ist zugleich eine Einladung, den eigenen Blick auf die Welt zu überdenken und sich von Fakten leiten zu lassen, statt sich von Ängsten und Verzerrungen der Wahrnehmung beeinflussen zu lassen. Das Buch wird daher sowohl zur intellektuellen Herausforderung wie auch zur Fundgrube überzeugender Argumente für die wissenschaftliche Rationalität. Aufklärung. Jetzt ist ein bedeutender Beitrag zur aktuellen Debatte über gesellschaftlichen Fortschritt, Werteorientierung und die Verantwortung jedes Einzelnen für die Gestaltung einer besseren Zukunft. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Der Fortschritt durch Aufklärungsideale. Steven Pinker legt in diesem Abschnitt dar, inwiefern die Ideale der Aufklärung, Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt eine treibende Kraft für die positive Entwicklung der Menschheit waren. Anhand zahlreicher Statistiken und historischer Vergleiche wird gezeigt, dass die Lebensqualität, Bildung, gesundheitliche Versorgung und allgemeine Sicherheit weltweit stetig zugenommen haben. Pinker argumentiert, dass diese Errungenschaften nicht auf Zufall oder blindem Glück basieren, sondern auf einer konsequenten Anwendung rationaler Überlegungen, wissenschaftlicher Methoden und der Wertschätzung des menschlichen Wohlergehens. Die Aufklärung hat den Grundstein für die moderne Welt gelegt, in der Fortschritt nicht nur möglich, sondern messbar und analysierbar ist. Pinker fordert seine Leser auf, diesen Zusammenhang zwischen Werten und Fortschritt zu erkennen und zu schützen. Zweitens. Die Rolle der Wissenschaft für die Gesellschaft. Ein zentrales Thema des Buchs ist die entscheidende Rolle, die wissenschaftliches Denken und Forschung für gesellschaftlichen Wandel und Verbesserung spielen. Pinker dokumentiert eindrucksvoll, wie wissenschaftliche Methoden nicht nur bahnbrechende technologische Innovationen hervorgebracht haben, sondern auch dabei helfen, gesellschaftliche Herausforderungen wie Krankheiten, Hunger, Umweltprobleme und Armut effektiver anzugehen. Pinker erläutert, wie Skepsis und kritische Prüfung von Überzeugungen das Fundament der Wissenschaft sind und wie diese Herangehensweise zu nachhaltigem Fortschritt führt. Er warnt aber auch vor Wissenschaftsfeindlichkeit, Fake News und der Tendenz, unliebsame Fakten auszublenden. Die Gesellschaft, so Pinker, muss lernen, wissenschaftliche Fakten als Basis politischer und sozialer Entscheidungen anzuerkennen. Drittens. Humanismus als ethische Grundlage. Pinker betont, dass der Humanismus, die Orientierung am Wohlergehen aller Menschen unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Glauben, zum zentralen moralischen Leitbild der Aufklärung geworden ist. Er zeigt, dass viele Fortschritte in Bereichen wie Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Gleichstellung und Armutsbekämpfung durch diese Ethik inspiriert wurden. Pinker geht dabei auf die Entwicklung humanistischer Werte ein, die bis heute in internationalen Konventionen und modernen Demokratien verankert sind. Besonders wichtig ist Pinker, dass Empathie und Mitgefühl gepaart mit rationalem Handeln den Weg zu einer gerechteren Welt ebnen. Er zeigt auch, dass Gesellschaften, die den Humanismus hochhalten, insgesamt friedlicher und wohlhabender sind. Viertens. Mythen des Pessimismus und der Kulturkritik. In diesem Abschnitt setzt Steven Pinker sich kritisch mit verbreiteten Mythen auseinander, die suggerieren, die Welt befinde sich im Niedergang oder sei schlechter als je zuvor.
Mit vielen Beispielen aus Medien, Politik und Popkultur analysiert er, wie negative Nachrichten, verzerrte Wahrnehmung und selektive Datenpräsentation zu einem übertriebenen Pessimismus führen. Pinker erklärt, dass Menschen dazu neigen, Erfolge zu übersehen und Probleme zu dramatisieren. Er belegt mit empirischen Daten, dass in den meisten entscheidenden Lebensbereichen Gewalt, Armut, Umwelt, Gesundheit bedeutende Fortschritte erzielt wurden. Die Aufklärung der Bevölkerung, so Pinker, ist entscheidend, um irrationale Ängste abzubauen und gesellschaftliches Engagement zu fördern. Schließlich rationaler Optimismus und Engagement für die Zukunft. Abschließend plädiert Pinker für einen rationalen Optimismus, der nicht auf blindem Glauben an den Fortschritt basiert, sondern auf Fakten und einer kritischen, aber positiven Perspektive auf die Zukunft. Er ermutigt, die Herausforderungen der Gegenwart, vom Klimawandel bis zu sozialer Ungleichheit, mit kreativen, wissenschaftlich fundierten Lösungen anzugehen und sich dabei auf die Erfolge der Vergangenheit zu besinnen. Pinker unterstreicht, dass individueller und kollektiver Einsatz, Bildung und Beteiligung an politischen Prozessen unverzichtbar sind, um weitere Verbesserungen zu erzielen. Er fordert dazu auf, sich selbst als Teil der Aufklärungstradition zu sehen und Verantwortung für zukünftige Generationen zu übernehmen. Zusammenfassend: Aufklärung jetzt von Steven Pinker ist ein fundamentales Werk für alle, die sich für den Zustand unserer Welt und die Gestaltung ihrer Zukunft interessieren. Besonders Leserinnen und Leser mit einem Interesse an Geschichte, Philosophie, Wissenschaft, Politik oder Soziologie werden von Pinkers umfassendem Ansatz und der Fülle an Daten profitieren. Das Buch richtet sich an Menschen, die bereit sind, ihre eigenen Überzeugungen zu hinterfragen und einen auf Fakten gestützten Optimismus zu entwickeln. Es eignet sich gleichermaßen für Studierende, Lehrende, Entscheidungsträger und engagierte Bürger, die sich über die tatsächlichen Entwicklungen der Menschheit informieren möchten. Pinkers Argumente zeigen eindrucksvoll, warum es wichtig ist, sich vom Pessimismus der Medien und der alten Kulturkritik nicht blenden zu lassen. Er gibt überzeugende Werkzeuge an die Hand, wie jeder Einzelne durch kritisches Denken und Engagement zu einer besseren Welt beitragen kann. Im Vergleich zu vielen anderen Büchern zu gesellschaftlichem Wandel und Fortschritt sticht Aufklärung jetzt durch seine klare Faktenbasis, den Mut zum rationalen Optimismus und die klare Wertschätzung von Wissenschaft und Humanismus hervor. Es ist vor allem diese Mischung aus Daten, Historie und konkretem Appell, die das Buch so einzigartig und wertvoll macht. Wer sich tiefergehend mit den Ursachen, Mechanismen und Perspektiven des menschlichen Fortschritts auseinandersetzen möchte, findet hier eine unvergleichliche Ressource. Der Kauf dieses Buches lohnt sich insbesondere deshalb, weil es das Potenzial hat, den eigenen Blick auf die Welt nachhaltig zu verändern und zu einem aktiven Gestalter einer besseren Zukunft zu machen. Wenn Sie unterstützen möchten, Steven Pinker, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.